Liebe Zuschauer, herzlich willkommen. Wir melden uns wieder aus dem Indianer Kulturzentrum Friends United, welches auf der wunderschönen Insel Cape Breton an der Ostküste Kanadas liegt. Wir sind im Rahmen der Wissensmanufaktur in einem Sommerseminar hier und vieles ist ja in den vergangenen Monaten passiert und Andreas Popp und ich haben gesagt, wir setzen uns ganz kurzfristig einmal zusammen, um so ein bisschen die Lagebesprechung zu machen. Herzlich willkommen, Andreas. Danke. Andreas, aus meiner Sicht stehen die Zeichen immer mehr auf Verwirrung. Das heißt, die Meldungen, die wir so täglich serviert bekommen, dienen nicht gerade dazu, uns im Kopf zu ordnen und uns wiederzufinden, sondern zunehmend hängen die Menschen in der Luft und sagen, was sollen wir damit anfangen? Beispielsweise, wenn wir die Nachricht sehen, Männer sollen jetzt eine Gebärmutter eingepflanzt bekommen, damit sie gleichberechtigt sind und auch Kinder bekommen können. Ja, die Absurdität kennt nun wirklich keine Grenzen mehr. Und die Tatsache, dass man jetzt also selbst die Natur und die Naturgesetze und alles, was wir hier erleben dürfen auf dieser Erde, was uns ja erschaffen wurde, wie auch immer das entstand, dass wir das mittlerweile mit Füßen treten und uns so darüber stellen, dass wir meinen, wir könnten alles abändern, dass selbst in Zukunft Männer dann schwanger werden können und Kinder gebären können. Wie das irgendwann nachher auch bei der Geburt aussehen soll, das entzieht sich meiner Kenntnis, vermutlich durch einen Kaiserschnitt. Ob das dann noch den Naturgesetzen entspricht, also irgendwann müsste ja mal ein Aufschrei kommen, aber die Verrohung und die Verdummung ist mittlerweile so groß geworden im Rahmen dieser Verwirrung, dass mittlerweile gar keiner mehr aufschreit und offensichtlich eine kleine verwirrte Minderheit eine solche Führung übernommen hat, dass einem nur noch Angst und Bange werden kann. Also wir besprechen eigentlich lediglich jetzt die Symptome der Verwirrung. All das, was wir kurz ansprechen wollen, was viele Menschen zunehmend irritiert, sind eben die Symptome einer langen Entwicklung, die ihre Symptome jetzt nicht nur zeigt, sondern es scheint fast so eine Art Finale zu sein. Ja, es gibt ja Ursachen und Wirkungen und erst die Ursache, dann die Wirkung. Also da sollte man in der Wissenschaft auch kleinkariert bleiben. Und wir sehen natürlich diese Ursachen schon lange zurückliegen, schon im Rahmen der Industrialisierung, als die Kultur abgeschafft wurde, durch die Zivilisation ersetzt. Und das Ganze geht nun seinen Gang in Verbindung mit Geldsystem, Eigentumsökonomie und all diese Dinge. Also eine völlig verkopfte, verstandesüberzüchtete Welt. Und das, was wir jetzt hier erleben, ist letztendlich die schlichte symptomatische Entwicklung und die Überschläge. Wir machen momentan aus diesem Grunde auch relativ wenig Informationen in der Wissensmanufaktur, weil sich nicht viel geändert hat, außer dass der Wahnsinn einfach nur seinen systemischen Lauf nimmt. Auf die Vorschläge des Plan B kommen wir gleich nochmal, gehen wir noch ein. Zunächst möchte ich mal anmerken, was auffällt, ist, dass im Moment die Thematik zunehmend Richtung Kinder läuft. Ob das jetzt Kinder sind, die von Männern geboren werden sollen oder auch vor wenigen Tagen zu hören gewesen beim WDR in einer wissenschaftlichen Sendung, dass die Kinder eigentlich jetzt die größte Klimakatastrophe sind. Naja, also es war ein spannendes Interview im WDR und man hat ja vor Jahren schon darüber gesprochen, dass das Hauptproblem unserer Umweltverschmutzung die Kühe sind, die durch ihre Blähungen und deren Austritte eben halt unsere Umwelt verpesten, spannenderweise mit CO2. Wir glauben ja heute noch, dass CO2 ein Umweltgift ist. Es ist eigentlich eine Ursubstanz des Lebens. Aber man hat ja mittlerweile alles auf den Kopf gestellt. Und jetzt kommt tatsächlich die Situation, dass da gesagt wurde, also ein Kind hat ungefähr eine CO2-Emission wie ein Langstreckenflug. Und auch da geht der Aufschrei nicht hoch. Aber was will man erwarten, wenn man bei Männern Gebärmuttern einbaut, dass man dann auch ein Kind jetzt als CO2-Schleuder bezeichnet? Also es ist ja ähnlich wie ein schneller Brüterwald. Also hier wird es langsam immer enger. Es fehlen einem die Worte. Man kommt in diesem WDR-Interview tatsächlich zu dem Schluss, dass eine neue Diskussion angeregt und angestoßen werden muss und dass das Fazit tatsächlich dementsprechend auch lauten müsste: weniger Kinder.
Ja, also wir haben ja nun eine Situation tatsächlich, dass wir keine Unterbevölkerung haben. Also die Erde leidet nicht darunter, dass wir zu wenig Menschen haben. Das ist eindeutig. Und insofern sind diese ganz normalen Entwicklungen wie bei den Tieren in der Natur vorgegeben. Und das schafft die Natur auch alleine. Aber diese permanenten Eingriffe von den Menschen rein oder raus in die Kartoffeln sind so absurd und so überheblich. Da liegt eigentlich das Hauptproblem in der sogenannten, ich nenne es mal anthropozentrische Hybris, also den Mensch als Endprodukt allen darzustellen, der jetzt der Meinung ist, er könnte jetzt auch noch sagen, wir müssen jetzt weniger Kinder haben, mehr Kinder haben, aufgrund der Tatsache, jetzt mit der CO2-Geschichte liegt natürlich an dem ganzen Klimadogma, welches man uns aufdiskutiert hat. Also ja. Ja, während ja jetzt schon Leute, die einen Diesel fahren, schon fast zu Mördern erklärt werden, weil sie diese vielen Umweltgifte, die ja schon seit Jahrzehnten in die Luft durch Dieselfahrzeuge gesprüht werden, plötzlich als vorsätzliche Tötung schon fast oder Tötungsversuche für Menschen, jedenfalls ist das in ausländischen Medien so dargestellt worden, betrachtet. Könnte es ja dann auch sein, dass die Menschen, die viele Kinder bekommen, irgendwann dafür diskriminiert werden. Nun hatten wir in Deutschland bis vor sehr kurzer Zeit nicht das Problem, wie du auch richtig sagst, der Überbevölkerung, sondern vornehmlich Deutschland, aber ganz Europa hat natürlich seit Jahrzehnten eine demografische Krise gehabt. Die UN hatten 2001 in ihrem Papier Replacement Migration dann angeregt, dass 2015 und 16 mindestens 11,6 Millionen Migranten, diese Zahl gilt für Deutschland, nach Deutschland gebracht werden sollten, damit Deutschland diese demografische Krise irgendwie verkraften könne, also wirtschaftlich, sonst ja abbrechen würde. Und nun ist es tatsächlich so, dass vor ganz kurzer Zeit eben auch festgestellt wurde in den Mainstream-Medien, dass wir jetzt einen Babyboom haben, vor allem in den Großstädten, und dass die zuständigen Behörden zusammenbrechen, weil sie natürlich überhaupt nicht darauf vorbereitet seien. Es kommen also in Berlin bis zu 40% mehr Babys zur Welt, in München, in Berlin fast 30%. Die Zahl hält an, die Zahl steigt weiter. Man ist nicht darauf vorbereitet. Es gibt weder Kita-Plätze, auf die ja jedes Elternpaar nahezu einen Rechtsanspruch hat. In Deutschland fehlen Hunderttausende Erzieher. Auf was steuern wir denn dazu? Ja, also 2015 wurde natürlich in Europa, speziell in Deutschland, eine neue Familienpolitik eingefasst. Die wurde quasi initiiert, die neue Familienpolitik, und die zeigt jetzt natürlich ihre Früchte. Und diese neuen Kinder, die nun geboren werden, zeugen natürlich auch von einer Veränderung der Bevölkerungsstruktur. Wir vereinheitlichen ja immer, das heißt, die tatsächlichen Farbenvielfalt, die wir mal hatten mit unterschiedlichen Völkern, beginnt ja jetzt in einer Vereinheitlichung, und man macht ja genau das Gegenteil von dem, was man tatsächlich meint. Man nennt es aber Vielfalt. Man nennt es Vielfalt, es bedeutet aber letztendlich eine Vereinheitlichung. Vermischung bedeutet natürlich in irgendeiner Form nicht Vielfalt, sondern eine Vereinheitlichung. Wenn man alles mischt miteinander, dann kommt ein Brei raus. Das ist eben halt so. Und die Vielfalt geht dadurch natürlich verloren. Und man hat jetzt natürlich im Rahmen dieser neuen Familienpolitik die ersten Ergebnisse. Es werden unglaublich viele Kinder geboren. Und wir sehen natürlich auch, ich habe heute Morgen gerade einen Artikel gelesen, wo ein Bild dabei war von einem Unfall, wo also ein Zufallsausschnitt von den deutschen Bewohnern, will ich es mal nennen, die da hinter so einem Absperrband waren. Und wenn man sich mal diese Strukturen ansieht, dann merkt man sehr wohl, dass heute ein zufällig aufgenommenes Bild von einem Volk wie Deutschen ein ganz anderes Bild ist, als es noch vor 20 oder 25 oder 30 Jahren waren. Das Ganze wird jetzt als Fortschritt und als Vielfalt bezeichnet. Man merkt aber die Einfältigkeit, die daraus entsteht, was gar nicht um eine tragische Geschichte ist, sondern eine faktische, eine reine Feststellung, die dahinter steht. Ja, das sehen wir. Das deckt sich ja auch mit den aktuellen Zahlen des Statistischen Bundesamtes, welche aussagen, dass die deutschen Großstädte, also in nahezu allen deutschen Großstädten, einen Migrationsanstieg
Anteil bei der Bevölkerung von über 50% vorhanden ist. Jetzt schon, genau. Jetzt schon in Frankfurt weit über 70%, in Augsburg 61%. Ich habe die Zahlen gerade noch, sehe sie noch vor mir. Das heißt, das Bild wandelt sich ja doch relativ schnell. Also unser Nachbar Frankreich hat es ja hervorragend gezeigt jetzt, wenn wir uns ansehen Marseille. Die Hafenstadt Marseille ist die zweitgrößte Stadt Frankreichs und die zweithäufigste Sprache, die in Marseille gesprochen wird, ist Französisch. Die erste ist Arabisch. Das heißt, wenn wir diese Hochrechnung machen, das ist ein mathematischer Prozess, das ist auch nur eine faktische Bewertung, dann bedeutet es, dass wir in einer relativ überschaubaren Zeit wieder ein Wirtschaftswachstum haben werden in Sachen Integrationskurse. Integrationskurse nämlich für Deutsche, die sich der neuen Majorität anpassen müssen und entsprechend integriert werden müssen. Es hieß ja bis vor kurzem noch, Europa habe eine sehr hohe Jugendarbeitslosigkeit. Wir reden bei Jugend bis zum Alter von 25 Jahren in diesen Erhebungen. Das heißt, wir haben eine Jugendarbeitslosigkeit in Griechenland um 50% und in Italien auch um über 40% und so weiter. Wir wissen bei den Einwanderern, es sind Familien dabei, aber wie der Tagesschau-Chef Kai Gnifke ja letztes Jahr festgestellt hat, es sind über 80% junge Männer, auch wenn die Bilder etwas anderes erstmal ausgesagt hatten. Nun haben wir ja eine hohe Jugendarbeitslosigkeit. Jetzt kommen also noch bei den Millionen Einwanderern 80% junge Männer dazu. Stärkt das wirklich die Wirtschaftskraft Deutschlands und Europas? Wir sprechen ja jetzt nur aus deutscher Sicht. Wenn man das Ganze natürlich global sieht, erkennt man ja, dass Täter und Opfer natürlich zweierlei sind. Also wenn man die Grundlagen wieder der Ordnung, unserer ökonomischen Ordnung, unserer politischen Ordnung zugrunde legt, die aus meiner Sicht völlig verfehlt ist, und hier wird ja der Hebel gar nicht angesetzt, dann ist es logisch, dass die Arbeitslosigkeit steigt alleine durch technischen Fortschritt und die Arbeitslosigkeit steigt alleine durch Bedürfnisbefriedigung der Menschen in einem Land. Wenn einer alles hat, brauchen wir nicht mehr Steigerung. Aber wir haben ja ein System, welches auf permanentes Wachstum, und das soll ja ins Unendliche gehen, das ist nur mathematisch möglich, niemals real in einer begrenzten Welt, ist unendliches Wachstum nicht möglich. Das führt zur völligen Destruktivität. Das erleben wir jetzt, ob das Kriege sind oder sonstige Dinge oder jetzt bürgerkriegsähnliche Zustände, die entwickelt werden. Die Ursache liegt natürlich letztendlich darin, dass wir natürlich in den letzten Jahrzehnten und auch Jahrhunderten natürlich die Welt ausgebeutet haben. Die Intelligenten leben immer von den Dummen und die Dummen immer von der Arbeit. Das ist unser System. Die tatsächliche Arbeit wird gar nicht honoriert, sinnvolle Arbeit schon gar nicht. Das sind jetzt die Auswüchse, die wir haben. Und wenn wir das wieder für unser Land, Deutschland, sehen, dann müssen wir natürlich ganz deutlich sehen, dass Deutschland eigentlich eine sehr hohe Arbeitslosigkeit haben müsste, weil die Bedürfnisbefriedigung mehr als da ist. Und was wir jetzt haben, dass wir also quasi vermeintliche Lücken auffüllen, die überhaupt nicht existieren, das ist natürlich schwer zu vermitteln. Wir wollen das trotzdem noch mal klarstellen, dass eigentlich Opfer an allen Fronten produziert werden. Also innerhalb Europas, den einzelnen Ländern, wo die Bürger, die bislang in ihrer Kultur und Tradition gelebt haben, plötzlich feststellen, das wird aufgelöst durch die Vielzahl der Zuwanderer, also die Majorität verschiebt sich und wie du richtig sagst, möglicherweise drohen dann irgendwann Integrationskurse für die Einheimischen. Aber auf der anderen Seite sind natürlich diejenigen, die losgewandert kommen und hier bei uns ankommen, ja auch nicht gerne unterwegs. Sie würden ja, wenn man sie fragen würde, wenn es die Möglichkeiten ergeben würde, viel lieber zu Hause bleiben. Aber eben vor Jahrhunderten sind die Weichen gestellt worden, auch durch das Zutun unserer Länder natürlich, bis zum heutigen Tag auch viele Eingriffe und Angriffe der Länder von Seiten der NATO, die wir ja auch mit unterstützen, so dass vielen Menschen in ihren zerstörten Ländern wie Syrien oder Libyen oder Irak kaum etwas anderes übrig bleibt, als nach einer besseren Welt zu suchen. Das heißt, Diskriminierung einzelner Gruppen ist fehl am Platze, sondern wir müssen bei einer nüchternen und sachlichen Bestandsaufnahme bleiben. Und da müssen wir tatsächlich wirklich wieder in die Ursachen hinein. Wir haben nicht ein Problem einer weltweiten Verarmung. Das sind nur die Auswüchse, das sind nur die Symptome. Wir haben ein Problem der unglaublichen Verreichung
Wir haben kein Armuts- und Verschuldungsproblem, sondern wir haben ein Verreichungsproblem. Weil wir nämlich einige ganz wenige, immer kleiner werdende, an Stückzahl kleiner werdende Masse an Personen haben, letztendlich bei denen sich das gesamte Weltkapital konzentriert. Es gab früher mal die Situation von Reich und Arm, das war definiert. Die Wohlhabenden hatten den Begriff standesgemäß. Man sollte standesgemäß leben, aber dieses standesgemäß war natürlich begrenzt auf seinen Stand. Es gab eine nach oben eben halt geschlossene Größenordnung. Niemand durfte über seinen Stand leben, aber auch nicht unter dem. Aber das Problem ist, dass man eben halt diese Grenze nach oben aufgerissen hat und wir natürlich uns in Dimensionen befinden, dass Menschen sich in einer dreistelligen Milliardenhöhe an Kapital befinden, bei einer begrenzten Summe an Geld, welches zur Verfügung steht und was sich auf zu wenige konzentriert und die daraus zu erwartenden Zinserträge ähnlich einem schwarzen Loch heraussaugen im Prinzip letztendlich das Vermögen und so dass wenn ein Milliardärsohn, das ist ein Beispiel, was ich ja immer nenne, pro Tag 130.000 € an Zinserträgen erhält, 130.000 €, also leistungsloses Spitzeneinkommen, das ist ganz wichtig, dann muss das natürlich immer irgendeiner bezahlen und das steigt exponentiell an, während die alleinerziehende Mutter ihrem Kind nicht mal ein paar Schuhe kaufen kann mit einem Fußbett drin, dass das Kind gesunde Füße hat. Ein sehr gutes Beispiel oder ein sehr schlechtes Beispiel ist das aktuelle Fusionsverfahren Monsanto-Bayer. Wenn diese Fusion gelingt, und das sieht wohl so aus, dass es so kommen wird, dann bedeutet dies wiederum, dass ein weltweiter Monopolist installiert ist, der viele Kleinunternehmen, vor allem aber die Saatgutbauern und die Bauern und landwirtschaftlich arbeitende Bevölkerung, und zwar nicht in Europa allein, sondern vor allem auch in Afrika beispielsweise, an den Rand des Ruins oder in den Ruin treiben werden. Nun gäbe es ja durchaus auch Institutionen wie Kartellbehörden oder Regierungen, so es denn wirklich Regierungen sein sollten, die hier noch einschreiten könnten. Die Bundeskanzlerin, die Deutsche, spricht ständig darüber, wir müssen vor Ort in Afrika helfen, damit die Menschen eben nicht mehr den Anreiz des Fliehens haben, sondern dort bleiben können. Aber wäre das jetzt nicht eine wunderbare Gelegenheit, ein Zeichen zu setzen? Also wir nennen es Politikdarsteller und der Begriff war nie klarer ersichtlich, als es jetzt der Fall ist. Sie machen keine Politik, sondern sie verkünden die Politik. Und die Lippenbekenntnisse, so möchte ich das bezeichnen, was da Frau Merkel sagt, die sind einfach relativ unwichtig jetzt. Wir sollten uns tatsächlich um die Probleme und um die Systeme kümmern. Wir müssen einfach wissen, wo ist die Machtfrage? Die Frage wird gar nicht gestellt. Und die Behörden, die Kartellbehörden und so weiter haben längst die Macht verloren. Der Staat, der dringend seine Kraft benötigt, der beispielsweise hat eben halt keine Kraft mehr, sondern ist mittlerweile zu einem hohlen Körper geworden, der wie ein Spielball vom Vermögen und vom Kapital hin und her geschmissen wird. Das System, was dahinter steht, ist ja, wir glauben immer, es geht um Geld. Aber es geht nicht um Geld. Die Systeme sind so aufgebaut, dass man das Geld selbst produzieren kann. Da sind die Mächte schon vergeben. Das ist alles bekannt. Nein, Geld ist die Munition, mit der es passiert. Mit der Munition Geld finden die Umverteilungsprozesse statt. Geld wollen eigentlich nur die haben, die glauben, dass Geld irgendeine Wertigkeit hat oder eine ewige Kaufkraft. Nein, es geht tatsächlich um solche Sachen wie Monsanto oder andere genmanipulierende Unternehmen, die in einer dramatischen Form die Umwelt zerstören, mit der Aussage, sie würden für die Ernährung sorgen und so weiter und so fort. Und das ist natürlich absurd, denn wenn ich beispielsweise ein Getreide genetisch so verändere, dass es nicht mehr reproduktionsfähig ist und ich muss Neues kaufen, dann ist es keine wirkliche Hilfe mehr, so wie ich sie sehe. Also wenn jemand Hunger hat, dann sollte man ihm keinen Fisch schenken, sondern eine Angel und zeigen, wie man damit umgeht. Nur dann macht es Sinn. Das findet alles nicht statt. Also gerade im Rahmen dieser Diskussion hat vor kurzem der Entwicklungshilfeminister Müller gewarnt, dass alleine wegen der anstehenden Klimakatastrophe weitere ungefähr 100 Millionen Flüchtlinge den Weg nach Europa nehmen würden in absehbarer Zeit. Das sind ja alles Zahlen und Fakten, die Bürger kaum noch verarbeiten können. Was ist das auch für eine
Entwicklung, die hier seit 2015 offiziell auch erkennbar ist, mit der hier Umgestaltungen stattfinden. Ich meine, wenn man sich vorstellt, was alles in anderen Ländern, arabischen und afrikanischen Ländern zurzeit passiert, kann man sagen, dass etwas sehr Ähnliches bei uns in Europa und auch in Deutschland vor allem zu erwarten ist. Also natürlich die libysche Mutter, die afghanische Mutter und hätte sich auch nicht vorgestellt, dass ihr Land in Schutt und Asche gelegt wird und zerstört wird. Und wir sind ja nur deshalb so erschrocken, weil wir jetzt irgendwie das Gefühl haben, wir könnten jetzt dran sein. Und wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass es an uns ausgerechnet vorübergeht bei dem, was wir an geschichtlichen Vorzeichen bereits haben und erkennen können. Also wir bewegen uns tatsächlich auf dieser symptomatischen Art und wir sehen anhand der ganzen Entwicklungen, die Entwicklungen sind zum Beispiel die Evakuierung Syriens durch Waffeneinsatz. Das ist ja ein Evakuierungsprozess. Wir sehen eben halt die Flüchtlingsströme. Wir sehen beispielsweise die Flüchtlingsindustrie, die ja ähnlich der Rüstungsindustrie die andere Seite eben halt der Märkte abgreift, indem die Menschen abgeholt werden. Den Menschen ist nämlich nicht klar, wie Volkswirtschaft bewertet wird. Je mehr Umsätze wir haben, desto besser wird die Volkswirtschaft. Das heißt, die momentanen Kosten, die zum Beispiel für die gesamten Immigranten, die zum Beispiel für die gesamten Verelendungen beispielsweise jetzt ausgegeben werden, die erhöhen ja unser Bruttoinlandsprodukt und damit die Wirtschaftskraft. Wenn wir lesen, dass Deutschland momentan hohe ökonomische Daten hat, positive Daten, dann fragt sich doch jeder, wie kommen die denn zustande bei diesen riesen Kosten, die wir haben? Die Kosten sind die positiven ökonomischen Daten, weil ein Staat und eine Volkswirtschaft ganz anders rechnet als ein Privathaushalt. Ein Privathaushalt hat Einnahmen und Kosten und das, was überbleibt, ist der Ertrag oder eine Unterdeckung, je nachdem. Der Staat addiert einfach alle Kosten und Guthaben und Produktivitäten und Kriege Egal, und alles zusammen. sinnlos. Und je größer die Summe wird, desto besser ist die Wirtschaft. Dass das Ganze natürlich ein Pyrrhussieg ist und das Ganze natürlich aus Absurdistan kommt, weil unser gesamtes System der Volkswirtschaft auf völlig paradigmengeprägten Füßen, auf Dogmen beruht und überhaupt nichts mit Wirtschaft im Sinne von Bedürfnisbefriedigung zu tun hat, sondern es sollen nur noch Zahlen befriedigt werden im Sinne der Regierung. Und alles, was wir erleben, ist Regierung und die Politik verkauft und vermarktet es und begleitet es nur noch. Und die Medien. Das ist ja auch eine Entwicklung, eine schon seit langer Zeit sich steigernde Exponentialfunktion. Dann scheinen wir ja doch an dem Status der Verzweiflung und Verwirrung angekommen zu sein. Denn die Konsequenzen dessen, was jetzt geschieht, sind für jedermann inzwischen sichtbar, werden extreme Veränderungen über Europa, über Deutschland bringen, letztendlich auch über die Welt. Das heißt mit anderen Worten, man hat gar keine andere Chance mehr. Das System, wollen wir es mal nennen, das Geldsystem, das Finanzsystem, welches immer mehr Kapital produzieren muss, um diese Maschinerie in Gang zu halten, kennt kaum noch andere Lösungen außer Katastrophenentscheidungen. Genau, und so läuft es eben halt permanent weiter und das muss weiterlaufen und es muss auch exponentiell mehr werden. Also wenn wir gesehen haben, dass beispielsweise nach der unkontrollierten, gesetzeswidrigen, verfassungsrechtlich widrigen Einwanderung hier in Deutschland oder in Deutschland letztendlich Frau Merkel sagte, ein Jahr wie 2015 und diese Dinge dürfen sich auf keinen Fall wiederholen. Hat sie in gewisser Weise recht gehabt, denn heute im Jahr 2017 hat sich das nicht mehr so wiederholt. Die Flüchtlinge und die Einwanderung sind zwar noch genauso, aber was sich nicht mehr wiederholt hat, ist, dass das medial begleitet wird und dass die Presse darüber berichtet. Und ich habe das Gefühl, da gibt es gewisse Einflussnahmen, die da eben halt auf die Presse gemacht werden. Wenn das tatsächlich eben halt die politische Veränderung ist, dass man über bestimmte verfehlte Einstellungen nicht mehr berichtet und damit meint, weil es nicht mehr in den Medien ist, ist das Problem offensichtlich gelöst. Da irrt man sich gewaltig, aber die Leute spüren das. Ja, die Leute spüren natürlich auch, dass wenn sie ihre Sorgen äußern, dass die Bandagen immer enger gezogen werden. Es ist jetzt auch im Sommer der Verwirrung 2017 das sogenannte Netzwerkdurchsetzungsgesetz oder Durchsetzungsgesetz könnte man es auch betonen, durchgewunken worden, beziehungsweise fast schon durchgewunken worden. Das bedeutet, Fake News, sogenannte und Hate Speech werden jetzt streng geahndet werden für jedermann, der sich in den sozialen Netzwerken besorgt äußert. Das klingt ja fast auch ein bisschen nach einer Art
Totalitarismus. Ja, das ist eine Meinungsfreiheit, Abschaffungsgesetz, wenn man es wirklich beim Wort nennen möchte. Wir haben natürlich in den dunkelsten Zeiten unserer Geschichte gute Erfahrungen gesammelt, wie man in Staaten umgeht, die sich totalitär entwickeln. Und man hat so das Gefühl, es wird so eins nach dem anderen, wird aus diesen alten Erfahrungen, aus den Methoden, wird aus der Kiste herausgezogen, kriegt einen anderen Anstrich, indem man die Vorzeichen verändert. Gut wird schlecht, schlecht wird rechts wird links, links wird rechts. Und man führt dieselben Systeme wieder durch. Das hat sich bewährt offensichtlich und die Menschen merken es wieder nicht. Und die Leute werden in 100 Jahren über unsere Zeit heute sagen, wie konnte es sein, dass diese Menschen sagen, sie hätten nichts davon gewusst. G20 in Hamburg ist auch ein Beispiel des verwirrten Sommers 2017 gewesen. Ist das ein Vorgeschmack? Das ist erstmal eine Riesenshow, die G20, denn da wird ja nichts wirklich entschieden. Also man hätte das theoretisch über eine Skype-Konferenz, die kann man, glaube ich, auch schützen, hätte man das auch regeln können, hätte man sich diese ganzen Kosten alleine sparen können. Aber es gehört einfach mit zum guten Spiel. Und man muss die Leute in Angst halten, in Verwirrung halten. Auf der einen Seite eben halt die sogenannten Politiker, die angeblich in der Macht wären, als ob jemals ein Politiker wirklich was entschieden hätte in den letzten 100 Jahren. Und dann eben halt auf der anderen Seite dann ich sage mal, aufgebrachte Menge. Das ist ja das Spannende, die sogenannten Linken, die dann mit Sonderzügen, also das sind terroristische Sonderzüge mit also terroristisch motivierten Menschen, die eingefahren werden. Und wenn man sich diese Leute anguckt mit ihren vermummten Verkleidungen und so weiter und man hört sie auch mal, dann merkt man, dass das im Intellekt auch noch gewisses Potenzial nach oben hat. Und dann fragt man sich, ob die überhaupt in der Lage sind, einen Sonderzug zu buchen, einen Sonderzug. Und man muss sich dann fragen, wer hat eigentlich die Sonderzüge gebucht? Wer hat das eigentlich alles finanziert? Was steht da eigentlich hinter? Und wenn ich dann sehe, dass diese Leute gar nicht gegen die Macht demonstrieren, sondern gegen die Politiker, die nur die Macht verkünden, dann behaupte ich, dass diese linken G20-Chaoten nichts anderes machen, als dem System dienen, weil das System sie aus meiner Sicht finanziert, aber letztendlich die Täter anders definiert und von sich selbst damit ablenkt. Das ist ein so geschickter Schachzug, sodass die Menschen mit diesem Knoten im Kopf gar nicht klar können und sagen, also das ist ja so krude, was der Pop da erzählt, das kann ja nicht sein, aber man muss dann doch 1 und 1 zusammenzählen können. Also Sie ahnen nicht, vor welchen Karren Sie gespannt sind. Sie arbeiten für das Geldsystem, ja. Das Bild, das natürlich im Ausland von Deutschland entstanden ist durch diese unglaublichen und unbeschreiblichen Krawalle und Zerstörungswut, ist verheerend. Das Ausland schreibt negativ über Deutschland. Man stellt fest, dass dort die Zügel nicht mehr in der Hand sind, sondern dass dieses Land schon am Rande der Krise, also einer großen Krise steht. Ist das Zufall? Nein, es passt zum Spiel. Also wenn wir sehen, wir haben vorhin gesprochen über VW und über diesen Abgasskandal. Wir leben hier in Nordamerika und wenn ich sehe, dass hier in USA beispielsweise man davon spricht, dass ein deutscher Autokonzern die US-Amerikaner vergast, so steht es in den Zeitungen. Da muss man einfach wissen, was für eine Terminologie hier angeschlagen wird. Und ich glaube, unsere vielen guten Freunde aus der Heimat, und es gibt ja eine Heimat, ich bin ja ein Freund noch von Heimat, die können sich gar nicht vorstellen, was weltweit momentan für eine konzertierte Aktion gefahren wird, um hier eben halt Feindbilder und Freundbilder und so weiter aufzubauen. Teile und herrsche, es bleibt halt. Der Tenor im Ausland ist auch, und zwar wirklich auf der ganzen Welt, dass Frau Merkel das Konstrukt Europa, man spricht ja immer von Europa, wenn man die EU in Brüssel meint, die Zentralregierung, dass Frau Merkel praktisch die Verantwortung dafür tragen könnte, wenn Europa zerstört wird. Dann wird es allerdings wirklich eng, auch für die Deutschen, oder? Also ich denke mal, wir müssen wirklich an der Stelle, wir sind sehr schlampig mit unseren Vokabeln und das hat System. EU ist der größte Spieler gegen Europa. Die EU ist im Prinzip ein Instrument von Lobbyisten eingesetzt, aus meiner Sicht, die einen großen, löcherigen Käse produziert haben, um ihre Interessen durchzusetzen und gegen Europa gekämpft haben. Je mehr EU kam, desto weniger befreundete sich Europa und es wurde regelrecht auseinandergesprengt. Das ist mittlerweile alles mehr als darstellbar. Also
Es bleibt spannend. Sommer 2017, er mündet direkt in den wahrscheinlich noch verwirrteren Herbst. Wir haben Ende September Bundestagswahl in Deutschland und es gibt tatsächlich Leute, die beschließen, dorthin zu gehen, zu wählen, um etwas zu ändern. Ja, also ob jetzt nun der neue Staat eben halt Schulz-Administration oder Merkel oder Schurkel-Administration heißt, wenn sie gemeinsam arbeiten sollten, das ist eigentlich ziemlich egal. Sie sind nicht an der Macht. Wer wählen geht, verliert natürlich auch damit seine Stimme, weil er sie ja abgibt, und damit verliert er natürlich auch seine Stimme, protestlaut zu machen. Derjenige, der wählen geht, der darf sich nicht beschweren, wenn etwas schief läuft, weil er seine Stimme abgegeben hat und damit auch das System anerkannte. Letzter Gedanke in diesem Gespräch. Der Plan B der Wissensmanufaktur hat sich schon vor vielen Jahren mit den Folgen der Umverteilung von fleißig nach reich beschäftigt und ist zu sehr ähnlichen Schlüssen gekommen, wie sie jetzt unsere Entwicklungen zeigen. Also wenn man sich mit dem Plan B beschäftigt, geht ein großer Analyseteil vorweg. Wer diesen Analyseteil sieht, der erkennt, dass er aktueller ist denn je. Wenn Menschen schon sagen, immer wieder der Plan B und immer wieder dasselbe, ja, weil es ist nun mal immer dasselbe. Wir sind heute sehr, sehr stark darauf orientiert, mit Neuigkeiten, Sensationsgier hat mittlerweile die fundamentalen Fragen völlig verdrängt. Es geht offensichtlich gar nicht mehr um Lösungen und um die fundamentalen Ursachen, sondern es geht jetzt nur noch um Bambule, und mittlerweile hat sowieso jeder den Überblick fast verloren. Es geht jetzt seinen Weg genau in den Totalitarismus, der auch als faschistoid bezeichnet werden kann. Faschismus ist dann definiert, wenn die Konzerne, die Banken und die Politiker gemeinsam das Volk unterdrücken, und ich weiß nicht, inwieweit sich dieser Trend schon erkennbar machen könnte. Und ich bin da vorsichtig und man darf gespannt sein. Viele Menschen haben Angst jetzt. Was kann man denen sagen? Angst ist der schlechteste Ratgeber. Was jetzt wichtig ist, ist nicht in blinden Aktionismus verfallen. Man sollte sehr vorsichtig sein. Man muss wissen, wenn ein Herr Maas und sonstige Personen, die sich juristisch für fähig halten, Gesetze auf den Markt bringen, die im Prinzip in einer Absurdität enden, weil sie gar nicht umsetzbar sind in dieser Form. Das wird ja nebenbei gemacht. Dann sollte man jetzt sehr vorsichtig sein. Man sollte sich vorbereiten auf der sachlichen Ebene. Man sollte überlegen, ob man noch in irgendeiner Form im Geldsystem investiert ist. Man muss sich die Fragen stellen, wenn man in Deutschland leben muss und nicht die Möglichkeiten hat, wegzugehen, wo geht man hin, wo ist man wirklich sicher? Und man muss sich natürlich auch geistig setteln. Also man sollte zur Ruhe kommen, anstatt sich ständig mit neuen Informationen zuzufüttern. Wir haben heute in einer Tageszeitung mehr Dinge, die beschrieben werden, als tagesaktuell, als vor 200 Jahren in einem ganzen menschlichen Leben passierte. Das sind Dinge, die ein menschlicher Körper irgendwann nicht mehr aushält und die Seele leidet. Die Psychosen stehen drauf, die Depressionen nehmen zu, die Suizide werden zunehmen. Am besten ist tatsächlich sich weitgehend heraushalten und sich vor allem wieder zu stabilisieren auf der geistigen Ebene, sich in den Wald zu stellen und mal wieder zu suchen, die Empfindung, wo wir eigentlich leben und wie schön diese Welt sein kann. Und das wird auch, wenn man das entsprechend konzertiert immer größer machen würde, zu großen, auch konkreten Veränderungen ins Positive führen. Das heißt, öfter mal in den Wald gehen, sich an einen See oder Fluss setzen, sich verbinden und die vielen Sorgen loslassen. Klingt natürlich für die vielen Aktionisten, die sagen, wir gehen auf die Straße, wir machen jetzt Rabatz, das ist alles sehr theoretisch, ganz schwer vorstellbar, machen wir uns nichts vor. Die ganzen Systeme, wie sie so darstellen, auch in der alternativen Szene, werden immer schwieriger. Es gibt eine alternative Szene, die erstarkt, immer mehr Menschen verstehen die Zusammenhänge. Es bleibt zu hoffen, dass es jetzt noch etwas bringt und ein Karren noch zurückgedreht werden kann. Aber ich habe da meine Zweifel. Vielen Dank, Andreas. Danke. Liebe Zuschauer, das ist wahrscheinlich wirklich die Aufgabe, die wir alle versuchen müssen zu suchen und zu finden, nämlich uns selbst in uns zu stabilisieren, uns zu erden, runterzukommen und uns mit den ganz normalen Dingen, wie einem Gang in die Natur vielleicht wieder einmal zu beschäftigen und vor allem auch mal raus aus den Informationen und sich selbst fühlen lernen und auch vor allem die Vögel zwitschern hören und den Geruch des Waldes wahrnehmen zu können. In diesem Sinne wünschen wir Ihnen von Herzen alles Gute, bleiben Sie stark, bleiben Sie gerade und bis zum nächsten Mal. Dankeschön.